KI im Unternehmen. Viel zu riskant. Datenschutz, Rechtssicherheit, Vertraulichkeit, das sind die Argumente gegen KI, die ich in Gesprächen immer wieder höre. Aber sind sie fachlich korrekt? Oder halten sie uns nur davon ab, kluge Tools endlich zu nutzen? Ich zeige euch heute, wie es wirklich ist. Dieses Video ist der erste Teil unserer kleinen zweiteiligen Serie zu KI und Trade Compliance. Heute klären wir die juristischen Grundlagen. Im nächsten Teil zeige ich euch dann, wie ein KI-Assistent ganz konkret im Alltag helfen kann. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Ulrike, ich bin Juristin bei AIB und unterstütze seit über 15 Jahren Unternehmen in Sachen Trade Compliance. In meinen Videos gebe ich praktische Tipps für den Alltag und wir haben KI bei der Produktion dieses Videos verwendet. Zurück zu unserer Frage. Darf ich KI-Chatbots in der Trade Compliance verwenden? In der Praxis begegnen mir vor allem 3 Argumente gegen eine Nutzung. Der Datenschutz, das Schlagwort Rechtssicherheit und sensible Unternehmensdaten. Und klar, als Juristin habe ich zu allen 3 eine Meinung oder sagen wir eine Einschätzung. Der Datenschutz. Aus Datenschutzgründen dürfen wir keine KI bei uns verwenden. Das Argument höre ich oft, aber verstehen tue ich es nicht. Unter die Datenschutzgrundverordnung fallen unter anderem Vor- und Zunahme, persönliche Angaben oder auch das Bild einer Person. Das alles sollte nicht in einer KI-Lösung landen. Logisch. Aber ist das ein Problem? Nein. Für das Compliance Screening im B2B-Bereich benötigen wir grundsätzlich keine Daten, die unter den Datenschutz fallen. Firmennamen sind keine personenbezogenen Daten. Aber ich sage es gleich, die Prüfung von Sanktionslisten mit KI ist völlig uninteressant. Da kann auch die KI nichts herauskitzeln. Über das Compliance Screening habe ich eine separate Videoserie gemacht, ist hier oben verlinkt. Und wie ist das bei der Exportkontrolle und dem Datenschutz? Bei der Exportkontrolle geht es um den Austausch von Gütern. Daher brauchen wir hier keine personenbezogenen Daten. Also, der Datenschutz ist bei bewusstem Umgang kein Problem. Das Schlagwort Rechtssicherheit. Aussagen aus der KI sind nicht rechtssicher. Auch das höre ich tatsächlich öfters. Ich glaube, einige Leute verwechseln das Wort rechtssicher mit dem Wort richtig. Vielleicht, weil es irgendwie wichtiger klingt. Rechtssicherheit ist ein wesentliches Element des Rechtsstaats und bedeutet, dass Gesetze und Regeln in einem Land klar, verlässlich und vorhersehbar sind. Niemand kann rechtssichere Aussagen treffen, außer die Gerichte. Das ist also ein Begriff an der falschen Stelle. Aber zurück zur eigentlichen Frage. In der Praxis zählt, ist das, was mir die KI sagt, richtig? Richtig bezieht sich also auf die Qualität der Antwort. Tja, und nicht alles, was aus der KI kommt, ist richtig. Anbieter von KI-Lösungen weisen hier oft im Kleingedruckten auch explizit darauf hin. Und natürlich muss ich immer meiner Sorgfaltspflicht gerecht werden und Ergebnisse gegenprüfen und nicht der KI blind vertrauen. Gleiches sollte man aber bitte auch mit Inhalten machen, die man im Internet und auf YouTube findet. Meine Erfahrung, die Qualität der Antworten der KI in Bezug auf die Exportkontrolle ist über die vergangenen 2,5 Jahre deutlich besser geworden und übertrifft meist das gefährliche Halbwissen, das sich im Internet, aber auch in manchen Abteilungen in Unternehmen festgesetzt hat. Fazit: KI als Hilfestellung verwenden und immer selbst die Gesetzestexte gegenprüfen. Sensible Unternehmensdaten. Wir dürfen nichts von unserem Unternehmen in eine KI eingeben. Dieses Argument ist aus meiner Sicht teilweise nachvollziehbar. KI-Systeme sind wie eine Blackbox und was mit den Daten tatsächlich geschieht, ist nicht immer eindeutig klar. Hier muss man einfach abwägen und mit Köpfchen vorgehen. Das heißt, keine Namen der Unternehmen, mit denen man Geschäfte macht, eingeben. Nur Material in die KI hochladen, an dem ich die Rechte habe. Anfragen so bereinigen,
dass die Essenz der Frage gleich bleibt, aber keine konkreten Rückschlüsse gezogen werden können. Wer so an die Sache rangeht, der darf das KI-Wunderland sorgenfrei betreten. Wenn du jetzt wissen willst, wie so ein KI-Assistent konkret aussieht und wie er dich bei der Exportkontrolle unterstützt, schau dir unbedingt das nächste Video an. Da stelle ich dir den KI-Assistenten für Exportkontrolle von AIB vor. Bei Fragen und Anmerkungen schreib mir gerne hier in die Kommentare oder auf LinkedIn. Bis bald!